Hallo, mein Name ist Gerald, ich bin der Neulandnutzer von GeoWeb. Hier im Kanal geht es um Videomarketing und aktuell um Videomarketing. Videomarketing der Dreiteiler. Jetzt hier heute im ersten geht es um die Videoart. Also welche Art von Video gehört zum Videomarketing und warum und was kann man damit erreichen. Im zweiten Teil, da geht es dann um die Formate, also sprich Querformat, Hochformat und was es da so alles verschiedene gibt und welchen Kanal was am sinnvollsten ist. Und im dritten Teil, da geht es dann um die Kanäle. In welchem Kanal geht Videomarketing für welche Zielgruppe und für welche Unternehmen am besten? Das sind die drei Teile, die jetzt rauskommen sollen. Wie gesagt, erster Tag heute hier. Fangen wir jetzt sofort an. Welche Arten von Videos, Filme oder bewegten Bildern gehört eigentlich zum Videomarketing und warum? Fangen wir da an, wo es jetzt im Moment sehr, sehr verbreitet ist. Das sind zwei Dinge. Das erste Ding ist eine klassische PowerPoint-Präsentation oder Keynote, heißt bei Apple. Irgendeine Präsentation gemacht. So. Auf der Präsentation drauf gesprochen, also ein Text. Ganz, ganz schlimm, wenn diese Leute so machen, wie sie es offline auch nicht machen sollen. Sprich, die lesen den Text vor, der da steht. Also das ist schon Präsentationsschule, erste Klasse, ja, unterste Kanone, dass man niemals das vorlesen sollte, was da steht. Weil lesen können die Leute selber. Aber egal, auch das ist Videomarketing. Ob es denn funktioniert oder nicht, ist ja heute nicht Thema. Thema ist einfach, da fängt es an mit Videomarketing. So, dann gehen die Leute wie hier, Talking Head, vor der Kamera. Also die reden vor der Kamera was, stellen ihre Produkte vor oder zeigen, wie zufrieden Kunden waren oder wie auch immer, um ein Produkt zu verkaufen, um eine Newsletter-Anmeldung zu kriegen, um ein Webinar zu bringen, um einen Kurs zu verkaufen. Whatever. Es hat ein Ziel. Dann ist das Videomarketing. So, und jetzt gehe ich einen Schritt weiter. Und da werden jetzt viele von diesen Präsentationsleuten ein bisschen ins Grübeln kommen. Ein Imagefilm kann auch Videomarketing sein, wenn er ein klares Ziel hat. Ich habe zum Beispiel mal einen Recruiting-Imagefilm haben wir gemacht, mit ein paar kleinen Social-Videos für die Augenärzte am Meer. Und es hatte das Ziel, wir wollen Ärzte einstellen. Und der Chefarzt, der hat mir gesagt, Anfang 2019 war das, hat er zu mir gesagt, wenn wir in einem Jahr nur einen Arzt einstellen, hat sich die ganze Aktion gelohnt. Das war das Ziel. In einem Jahr einen Arzt, das war das Marketingziel. Also nicht irgendwas machen, um dann vielleicht was rauszukommen, sondern ein Marketingziel. Also haben wir dafür einen Film konzipiert, wo ich dann auch ganz klar überlegt habe, wer ist die Zielgruppe? Wer wird das sehen? Und wie kriege ich die? Und wie reize ich die überhaupt? So. Und das Ding ist, ja, die haben irgendwie, ich glaube im September ist er eingestellt worden, die haben mehrere Bewerbungen gekriegt, im September ist ein Arzt eingestellt worden, also es hat sich gelohnt. Marketing, dann ist ein Imagefilm ebenfalls Marketing. Videomarketing, Punkt. Und da mögen die PowerPoint-Leute sagen, was sie wollen. Das ist Videomarketing. So, und selbst Corporate-Videos. Corporate-Videos, der Begriff fasst das ein bisschen weiter als Image. Da gehören auch Unternehmensfilme rein und Schulungsfilme. Also Corporate geht noch ein bisschen weiter. Auch das kann Videomarketing sein, wenn es ein Marketingziel verfolgt und ein planbares Marketingziel im Blick hat und erreichen will. Und das sind jetzt die verschiedenen Formate. Jetzt geht es darum, um was geht es. Also Image habe ich gerade gesagt, Recruiting zum Beispiel. Recruiting-Image funktioniert sehr gut, weil es versuchen viele mit irgendwelchen Wackelbildern, so selbstgemacht. Das ist hier bei uns in der Nähe in Rastede gibt es zum Beispiel einen Ort, die suchten einen neuen Dorfarzt, der eine neue Praxis übernimmt, weil der alte ausgestorben ist oder so oder aufhört. Die haben wirklich die Welle gemacht. Die haben ein Video gemacht, wo die ganze Bevölkerung Schilder hochgehalten hat. Und ja, wir suchen Arzt und alles sehr lustig und alles sehr sympathisch. Das Ding ist sogar durchs Fernsehen kreuz und quer gelaufen. Das ist in YouTube millionenfach angesehen worden. Es ist irrsinnig viel angesehen worden, hatte aber kein Marketingziel, kein Konzept dahinter, sondern man wollte halt nur ein schönes Video machen, um einen Arzt zu finden. Also gut, im Grunde genommen war da ein Ziel hinter, aber sie haben es verfehlt, weil die haben den nicht gekriegt. Es hängt einfach damit zusammen, dass man das Video als Video nur betrachtet hat und nicht als Marketingteil. Weil auch wenn ich professionelle Videos mache, muss ich mir überlegen, was ist das Ziel und was ist die Marketingbotschaft? Steckt die drin in dem Video oder nicht? Oder gibt es überhaupt was das Ziel erreichen kann? Also Imagefilm funktioniert auch. Dann gehe ich nochmal wieder runter, dann gehen wir zu den Talking Heads, also sowas wie hier. Da behaupte ich mir mit Abstand funktionieren die Dinge am besten. Vorausgesetzt ist natürlich, ihr seid selber vor der Kamera, also Authentizität, Glaubwürdigkeit. Ihr habt nicht, bitte, das kann man am Anfang zum Üben machen, aber hinterher, bitte keinen Teleprompter, ja? Dieses Ding auf der Linse, wo man alles abliest, wie das der Tagesschausprecher macht. Also zum einen ist es so,
Wenn ihr das richtig gut haben wollt, dann müsst ihr auch so eine ähnliche Technik wie beim Tagesschausprecher haben. Das heißt, die Kamera muss mindestens 3 bis 5 Meter weg sein. Also muss das Objektiv entsprechend sein. Dann muss das ein großer Teleprompter sein, weil wenn die Kamera 5 Meter weg ist, muss ich auch lesen können. Weil, warum? Kann ich dir sagen. Also ich habe selbst so einen kleinen, ich zeig dir das Ding einfach mal. Warte mal auf. Ach, ich bin ja gar nicht so. So. Damit ihr auch wisst und seht, dass ich weiß, wovon ich rede. Also hier, das hier zum Beispiel ist ein kleiner Teleprompter. Ja, das ist so ein Ding, da kommt hinten das Objektiv, da ist dann das Objektiv, die Kamera steckt da und auf der anderen Seite hier vorne wird halt halbtransparent gespiegelt. Das heißt, dadurch ist zwar was zu sehen, aber da wird von unten ein Text. Ich packe jetzt mal mach mal das Ding hier auf, gucken, ob der das macht vom Licht her. Dann müsstest du das eigentlich schon sehen können. So, müsstest du das Licht schon, siehst du, erkennen können. So, das ist jetzt nicht richtig hell, aber wenn das entsprechend beleuchtet ist, funktioniert das. Dann hast du hier einen Teleprompter am Handy. Ja, ist ganz nice. Habe ich probiert, funktioniert. Das Problem ist nur, bei der kleinen Größe, da muss die Kamera, also darf die höchstens 2 Meter weg sein. Und wenn die 2 Meter weg ist, weißt du, was du dann hast? Dann siehst du die Augen, wie die sich bewegen, die ganze Zeit hin und her. Dann weiß jeder sofort, hey, das ist alles abgelesen. Egal wie gut du ablesen kannst, dann ist das abgelesen und das merkt jeder. Täte ich also nicht machen. Besser ist es, wenn du mit so einem Ding übst und dann irgendwann, so wie ich jetzt hier frei Schnauze drauf losredest. Das liegt nicht jedem, sagst du jetzt. Okay, kann ich verstehen. Aber ganz ehrlich, irgendeiner bei euch im Laden, irgendeiner wird eure Chose verkaufen. Eure Dienstleistungen, eure Produkte, wie auch immer. Ihr habt einen Vertrieb, ihr habt einen Verkauf, irgendwer. Und die Leute reden verdammt nochmal. Und die können mit Kunden reden. Ihr müsst die nur dazu bringen, dass sie auch locker vor der Kamera reden. Egal. Also Talking Heads halte ich mit für das beste Videomarketing-Instrument, was es gibt. Neuerdings in LinkedIn wird sehr oft benutzt, in Facebook auch, weil die Kameras ja 16:9 machen, also dieses Querformat, komme ich ja beim nächsten Mal zu. Ist das ja ganz komisch, weil dann hat man ja immer Querformat, das sieht am Handy scheiße aus, deswegen hat man oben und drüber noch Texte. Warum und wieso in der nächsten Folge. Dann PowerPoint. Ja, ich bin jetzt kein Riesenfreund von PowerPoint-Präsentationen. Also es macht durchaus Sinn, wenn man was erklären will, aber da gibt es ja auch Erklärvideos, die auch Videomarketing sein können übrigens. Aber diese PowerPoint-Präsentationen, wenn denn wirklich Fakten drinstehen, die einfach lesbar besser sind, ich sag mal komplizierte Worte, die man ganz schwer aussprechen kann, die man aber gut schreiben kann, sowas zum Beispiel. Oder Grafiken, ist auch wunderschön. Aber bitte Leute, wenn ihr schon PowerPoint macht oder wenn ihr schon diese Präsentationsvideos macht, dann gebe ich euch einen Tipp mit. Ganz am Anfang und ganz am Schluss. Vielleicht nochmal zwischendrin, aber auf jeden Fall ganz am Anfang und ganz am Schluss. Bitte vor der Kamera. Diesen Talking Head Teil. Weil nur dann seid ihr authentisch, nur dann seid ihr echt. Und nochmal der Tipp, bitte nicht ablesen, was auf der Präsentation steht, sondern ergänzende Informationen. Das ist in jedem in jedem PowerPoint-Kurs erste Klasse ist das drin. Ja? Also nicht das Lesen, was da steht, weil lesen können die Leute selber, sondern gibt zusätzliche Informationen, die in die gleiche Richtung gehen, aber das mit anderen Worten. Ja, muss man mal drüber nachdenken. Auch dann können Videomarketing sehr gut funktionieren. Wobei, wie gesagt, ich würde darauf pochen, setzt auf jeden Fall, wenn es mit dem vor der Kamera gar nicht geht. Kompromiss, ja? Ihr wollt also zumindest ein bisschen verkaufen, weil Verkaufen hat ja mit Vertrauen zu tun. Also ideal wäre es, ihr seid der Verkäufer, ihr steht vor der Kamera und erzählt das. Und dann nehmt ihr euch mal eine Präsentation dazu zur Hilfe oder Fotos, wie auch immer. Aber wenn das nicht geht, macht man eine PowerPoint-Präsentation. Ja, ist auch gut. Dann erzählt ihr halt am Anfang, was das Produkt ist, am Ende, wo man es kriegen kann und was ihr machen kann. Wenn ihr das vor der Kamera auch nicht wollt, weil ihr dafür auch nicht die Eier in der Hose habt, dann macht mindestens eins. Geht hin, macht ein Foto. Macht ein verschissenes Foto von meiner Hackfresse jetzt hier, nein, von eurem Gesicht und packt das in die Präsentation rein, damit die Leute ein Bild zu der Stimme haben, weil ihr könnt, also gerade diese PowerPoint-Leute, ja, die bemängeln immer so von wegen, oh, so ein altmodischer Imagefilm, wo ich nur einen Sprecher habe, der 090er Stimme hat und den ich nicht sehe. Ja, habt ihr recht, aber fuck, in der Präsentation ist genau dieselbe Scheiße. Also bitte geht da den Weg, personalisiert eure PowerPoint-Präsentation einfach. Und wenn es mindestens ein Foto ist, das ist schon mal eine Idee. Ja? Besser fände ich noch eine Anmoderation und eine Abmoderation. Ist ja ganz kurz gemacht, ganz schnell. Das sind mal 10 Sekunden oder so. Ey, wirklich, ganz easy. Und ja, das sind so die Formate. Jetzt will ich aber doch nochmal, weil es eben zwischendurch reinkam, diese Erklärvideos.
Erklärvideos, ich meine jetzt nicht Tutorials, wie sie bei YouTube sind, sondern diese Zeichnungen, diese Animationsdinger. Also erstmal, ich weiß, dass ein paar Firmen geben die tatsächlich einen Auftrag, aber es gibt halt ganz viele, die den Leuten, wie bei allem eigentlich, die versprechen, denen suggerieren die, wenn du für wenig Geld das und das kaufst, hast du die super Erfolge. Und ich sag mal, ein Kamerateam loszuschicken, was vor Ort echt in Wirklichkeit was dreht, wo es ein Konzept gibt, ein Skript gibt und wo es dann einen Film gibt, selbst für ein kleines Facebook-Video, für einen Social-Clip oder so, 1.000 Euro, 2.000 Euro, bist du schnell immer mal los. Viele sagen, nee, das rechnet sich nicht. Doch, wenn ich ein Marketing-Ziel habe und das auch erreiche, rechnet sich das. Aber das muss ich vorher haben. So, und viele sagen dann mal, oh, das geht das nicht billiger, günstiger, und dann machen sie halt diese Erklärvideos. Ich will nicht sagen, dass die Schrott sind, weil die zum Teil erklären die ja was wirklich gut. Aber ich habe jetzt zum Beispiel gerade einen Kunden, und das sind mir eigentlich auch die Liebsten, der hat so ein Erklärvideo auf seiner Seite gehabt, auf der Webseite. In Kürze kommt ja vielleicht das Video irgendwann mal raus, was ich jetzt für die mache, weil er hat nämlich gesagt, ja, das Erklärvideo ist schön, aber ich habe da keine Menschen. Und bei mir, die Menschen müssen Vertrauen aufbauen, die müssen Nähe spüren. Und das geht nicht mit diesen Zeichentrickfiguren, das geht nicht mit diesem völlig abstrakten Zeug. Also brauche ich echte Aufnahmen, echte Menschen und dann aus unserem Betrieb, damit Glaubwürdigkeit da ist. Also schöner hätte ich es nicht sagen können. So, und genau zwischen Imagefilm und Talking Heads kommt das sogenannte Bewegtbild. Dieser Begriff ist irgendwie von Werbeagenturen geschaffen worden, weil die nicht wirklich Film verstehen und schon gar nicht können. Auf der anderen Seite, Fotos sind halt sehr statisch und die haben gemerkt, die brauchen was Emotionales. Diese ganzen Werbeagenturen waren übrigens zur Jahrtausendwende, vor 2005, 2006, wahnsinnig verliebt in diese ganzen Flash-Animationen. Animationen fanden die super. Die Kunden fanden die scheiße, weil die irgendwie nur genervt haben, aber die Werbeagenturen fanden die toll. Gott sei Dank ist diese Flash-Mist ausgestorben, ja, und an die Stelle tritt jetzt quasi Bewegtbild. Was ist Bewegtbild? Also Bewegtbild, im Grunde genommen, wenn man es genau nimmt, ist alles, wo sich Bilder bewegen, also von einer PowerPoint-Präsentation bis hin zum Kinofilm ist alles Bewegtbild. Ja, es bewegt sich ja alles. Da muss man wissen, wie Werbeleute denken. Werbeleute denken, ich mache eine Kampagne. Die denken immer in Kampagnen. Ja, die denken nicht in Ergebnissen, sondern in Kampagnen. Ich mache eine Kampagne. Ich möchte jetzt ein Produkt, was weiß ich, sage ich mal. Nehmen wir mal hier so einen Taschenrechner. Ich möchte den Taschenrechner jetzt verkaufen. Jetzt mache ich Kampagne für den Taschenrechner. Also brauche ich da ein wunderbares Foto zu, ja, wo jemand mit dem Taschenrechner rechnet, um klarzustellen, wie der aussieht. Ich brauche einen Text dazu, der beschreibt, was der Taschenrechner kann, was er macht. So, und dann kommt das Element, was denen bisher fehlte. Das ist halt diese Emotion. Das heißt, ich brauche Bewegtbild. Normalerweise, wenn man jetzt konkret wüsste, was ist die Zielgruppe, welche Alter und so weiter, dann würde man sehr viel Gedanken machen. Das wollen die aber alles gar nicht, weil die wollen nur ein bisschen hübsch machen. Ich sage immer den Unterschied zwischen Werbung und Marketing. Werbung verspricht, Marketing liefert. Ja? Also Werbeleute wollen halt versprechen, sieht halt schön aus, ist halt toll, kannst du machen. Und dazu gibt's Bewegtbild. Und Bewegtbild ist dann irgend so ein Dulli, wie ich meinetwegen, der vor der Kamera irgendwie was ausrechnet und dann irgendwie Geld zählt und dann irgendwas mit Zahlen und Daten und Fakten irgendwie rumhantiert. Und das wird dann zusammengeschnitten in 15 Sekunden für Instagram, in 30 Sekunden für Facebook. Und da gibt's jede Menge Texte drüber. Damit man halt den Text, der nebenan steht, den liest ja sowieso keine Sau mehr. Also macht man ein Bewegtbild, weil die irgendwie eine Aufmerksamkeit generieren, und legt da den Text drüber, den sowieso keiner, auch nebenan keiner lesen würde, den da auch keiner haben will. Aber man hat halt Bewegtbild. Ja, also es ist einfach wieder der Versuch, die Leute zu zwingen, doch bitte schön die Werbebotschaft wahrzunehmen, weil es geht immer nur um Werbebotschaften. Es geht nicht um Ergebnisse. Ergebnisse können die meisten Werbeagenturen nicht. Ja, das ist also Bewegtbild. Zappel, Wackelvideos, wie ich immer so schön sage. Ich mache es ja selber, also es ist irgendwie nur, es hat dann einen anderen Kontext und ist meistens auch im Rahmen von irgendwas als Konzept, was die Kunden dann auch vorhaben, und dann wird in dem Video auch Bezug genommen auf die Inhalte, also wirklich Storytelling-mäßig, wie auch immer. Führt zu weit. Hier an der Stelle, wie gesagt, unterste Schiene, Präsentation, drauf sprechen. Bitte mit Bild. Zweite Schiene, Talking Head. Vor der Kamera Produkte erzählen, erklären, beschreiben, Lobpreisen, wie auch immer. Dann Bewegtbild. Also sprich, bewegte Bilder mit dem Produkt im Einsatz, mit dem Produkt, was es gerade macht, dann darüber Texte, die dann vielleicht noch Emotionen erzeugen sollen. Und das letzte ist dann Image, Corporate oder sagen wir einfach Profi-Videos, die professionell einem Videomarketing-Ziel untergeordnet sind und in der Regel auch das erreichen. So, das sind also die Videomarketing-Formate. Beim nächsten Mal geht es um die Formate Hoch, Kreuz und Quer und was nicht all. Bis dahin erstmal vielen Dank. Bis bald und ich freue mich, wenn du wieder reinschaust. Ach ja, denkst dran. Okay, bis bald. Ciao.